Hallo liebe Häkelfreunde, wer kennt es nicht? Das legendäre Gameboy-Spiel Tetris, welches mich zu diesem jugendlichen Baumwoll-Shirt inspiriert hat. Ihr könnt das Shirt in jeder beliebigen Größe nachhäkeln und dabei wünsche ich euch viel Spaß und Freude. Für dieses Baumwoll-Shirt nehme ich 4 verschiedene Farben. Ich nehme die Cotton Quick Uni bzw. die Cotton Fun in 4 verschiedenen Farben und eine Häkelnadel Nummer 3,5. Und ich starte mit einer Anfangsschlinge. Häkle 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und schließe diese mit einer Kettmasche zum Ring. Häkle 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und häkle noch weitere 2 Stäbchen in den Ring. Dann häkle ich 2 Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen in den Ring. 1, 2, 3. Jetzt haben wir im Ring 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen und wir wenden. Beginnen wieder mit 3 Luftmaschen, die zählen immer als ein Stäbchen. Dann häkle ich auf jedes Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen drauf und 2 Stäbchen in die Lücke. Dann folgen wieder 2 Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke und dann wieder auf jedes Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen drauf. Ganz wichtig, das letzte Stäbchen gehört in die 3. Luftmasche von unten gezählt. Immer in die 3. Luftmasche, sonst verliert ihr hier an Höhe. Dieses Stäbchen muss genau gleich hoch sein wie alle anderen. Und jetzt haben wir auf beiden Seiten 5 Stäbchen. 2, 4, 5, dann die Ecke und noch einmal 5. Und wir wenden wieder, beginnen wieder mit 3 Luftmaschen, häkeln wieder auf jedes Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen drauf. Und 2 in die Lücke. Somit haben wir jetzt schon 7 Stäbchen. 2, 4, 7. Dann folgt die Ecke mit 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen in die Lücke. Und wieder auf jedes Stäbchen der Vorreihe kommt ein Stäbchen drauf. Und wie gesagt, das letzte kommt immer in die 3. Luftmasche von unten gezählt. Und wir haben auf beiden Seiten
jetzt 7 Stäbchen, es entsteht ein Quadrat und hier die Ecke. Ich zeige euch noch eine Reihe. Sie beginnt immer mit 3 Luftmaschen, dann auf jedes Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen drauf häkeln. Und 2 in die Ecke und so kommen in jeder Reihe 2 Stäbchen hinzu. Jetzt haben wir 2, 4, 6, 9 Stäbchen, dann die Ecke immer mit 2 Luftmaschen, dann wieder 2 Stäbchen in die Lücke, das ist immer die Zunahme, und die anderen Stäbchen abhäkeln. Und ihr müsst immer auf eine ungerade Zahl kommen. In dieser Reihe sind es 9 Stäbchen auf jeder Seite. Und wie gesagt, das letzte nicht vergessen, immer in die 3. Luftmasche. Das sieht dann so aus. Und diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, wiederholen wir jetzt noch 6 Mal, sodass wir insgesamt 10 Reihen haben und ihr müsstet dann 21 Stäbchen auf jeder Seite haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 10 Reihen gehäkelt. Auf beiden Seiten müssen 21 Stäbchen jetzt sein. Das letzte Stäbchen habe ich noch nicht gemacht, also die Nummer 21 von dieser Kante hier. Die mache ich so, ich steche wie immer in die 3. Luftmasche ein, hole den Faden durch, Masche 2 Fäden ab. Nehme dann die neue Farbe und masche die letzten beiden Fäden mit der neuen Farbe ab. Die alte Farbe könnt ihr dann abschneiden. Und jetzt häkeln wir nicht Retour, sondern wir häkeln jetzt sozusagen hier auf dieser Kante weiter. Dazu beginnen wir mit 3 Luftmaschen und ich häkle um jedes Stäbchen herum 2 Stäbchen. Und hier hinten würde ich, also wenn ihr den Faden abgeschnitten habt, hier einen Knoten hinein machen. Und die Fäden später dann vernähen. So ist das gut abgesichert. Und jetzt um jedes Stäbchen herum 2 Stäbchen. Das machen wir, bis wir zur Ecke kommen und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe um jedes Randstäbchen herum 2 Stäbchen gemacht und inklusive diesem Ersatzstäbchen am Anfang der Reihe habe ich jetzt wieder 21 Stäbchen und damit wir wieder 2 mehr bekommen, häkeln wir hier in diesen Kreis, wo wir das Stück begonnen haben, weitere 2 Stäbchen hinein. Das wird unsere neue Ecke. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen und noch einmal
2 Stäbchen in diesen Anfangsring. Das ist unsere neue Ecke und wir haben hier 23 Stäbchen jetzt und die brauchen wir auch auf der anderen Seite. Im Moment häkeln wir wieder um jedes Randstäbchen herum 2 Stäbchen und wir sehen uns an der nächsten Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe auch hier um jedes Randstäbchen herum 2 Stäbchen gemacht. Das ergibt bis jetzt 20 Stäbchen. Eine Reihe ist noch offen und wir brauchen ja auch hier wieder 23. Das heißt, ich häkle jetzt Nummer 21 und Nummer 22 und die Nummer 23 häkle ich in die dritte Luftmasche dieses Ersatzstäbchens, das ich soeben umhäkelt habe, in die dritte Luftmasche. Das ist ganz wichtig. Und jetzt wenden wir wieder und wir müssen jetzt auf beiden Kanten 23 Stäbchen haben. Und jetzt habe ich gewendet und jetzt häkeln wir wieder alle Stäbchen ab bis zur Ecke. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe alle 23 Stäbchen abgehäkelt und jetzt folgen 2 in die Lücke, so dass wir wieder 2 Stäbchen mehr haben als in der Vorreihe, nämlich 25. Und jetzt folgt wieder die Ecke. Und auch auf der anderen Seite zunächst 2 in die Ecke und dann die 23 vorhandenen abhäkeln, so dass wir auch auf dieser Seite dann 25 Stäbchen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier ganz wichtig, das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben jetzt auf beiden Seiten 25 Stäbchen und am besten lasst ihr die Fäden immer auf dieser Seite hängen. Dann seht ihr auch immer, wo die schöne Seite ist und wo die Rückseite ist. Und jetzt wende ich wieder und wiederhole diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, weitere 7 Mal, sodass wir dann 9 Reihen in derselben Farbe haben. Die Reihen sind alle identisch, nur dass in jeder Reihe 2 Stäbchen hinzukommen. In dieser Reihe sind es dann 27, in der nächsten 29 und so weiter. Und wie gesagt, ich mache 9 Reihen in Weiß, immer gleich. Und wenn ihr die gemacht habt, machen wir wieder einen Farbwechsel. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe 9 Reihen in der weißen Farbe gemacht und habe jetzt auf jeder Seite 39 Stäbchen. Hier kommt jetzt auf dieser Seite die Nummer 39, die mache ich wieder so. Ich hole den Faden durch und masche 2 Fäden ab und nehme die neue Farbe und masche die letzten beiden Schlaufen mit der neuen Farbe ab, häkle 3 Luftmaschen und jetzt behäkeln wir wieder diese beiden Kanten hier und das machen wir genau gleich wie vorhin. Um jede Stäbchenreihe kommen 2 Stäbchen, also um jedes Randstäbchen herum 2 Stäbchen
Und das mache ich, bis wir hier zur anderen Farbe kommen. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe immer 2 Stäbchen rund um jedes Stäbchen gehäkelt. Jetzt haben wir 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Stäbchen bis hierher. Jetzt mache ich noch den Farbwechsel sozusagen komplett, schneide die alte Farbe ab, mache hier noch einen Knoten hinein und jetzt hier beim Übergang, hier behäkeln wir einfach jedes Stäbchen, den nächsten freien Maschenkopf behäkeln, auf jedes Stäbchen ein Stäbchen drauf häkeln und wir häkeln bis zur Ecke und wir müssen ja in dieser Reihe wieder 2 Stäbchen mehr haben als vorhin. Vorhin hatten wir 39, wir müssen also inklusive der Ecke auf 41 Stäbchen kommen. Und an der Ecke sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe inzwischen nachgezählt. Ich habe genau inklusive dieser 2 Eckstäbchen in der Lücke 41 Stäbchen. Und diese Zahlen müssen immer stimmen. Und auch auf dieser Kante brauchen wir 41 Stäbchen. Zunächst die 2 Luftmaschen für die Ecke, dann 2 in die Ecke und dann häkle ich wieder alle Stäbchen bis zum Übergang ab und beim Übergang sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe beim Übergang angekommen. Hier habe ich noch 2 Stäbchen, die frei sind. Dieses hier nicht behäkeln, das ist schon besetzt. Also die 2 freien Köpfe bis hierher, also über der grauen Fläche sind es 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Stäbchen und dann wieder immer um jedes Randstäbchen herum, jeweils 2 und bis zur Ecke müssten sich 19 Stäbchen ergeben und somit haben wir dann wieder 41 und wir sehen uns am Ende der Reihe nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. In der letzten Lücke mache ich es wieder so. Ich häkle 2 Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche hier von unten gezählt, in dieses Ersatzstäbchen. Und wir haben jetzt, wenn wir uns das noch einmal anschauen, wir haben hier 19 Stäbchen über dieser weißen Fläche, 22 Stäbchen über der grauen Fläche, wieder 22 über der grauen Fläche und 19 über der weißen Fläche. Und jetzt wenden wir und jetzt sind die Reihen wieder so, wie wir sie schon kennen. In jeder Reihe kommen wieder 2 Stäbchen dazu. In dieser Reihe werden es also dann 43 Stäbchen. Und ich mache jetzt in diesem Orange insgesamt 7 Reihen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 7 Reihen in Orange gehäkelt und habe jetzt 53 Stäbchen pro Kante. Jetzt führe ich wieder einen Farbwechsel durch, so wie wir es schon kennen.
die letzten beiden mit der neuen Farbe abmaschen. 3 Luftmaschen häkeln und wieder in jede Lücke, also um jedes Randstäbchen herum, 2 Stäbchen und bis zur nächsten Farbe ergeben sich 15 Stäbchen inklusive Ersatzstäbchen. Und bei der neuen Farbe hier sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe 15 Stäbchen gehäkelt, 2 in jede Lücke. Jetzt mache ich wieder den Knoten hier hinten hinein. Und jetzt wieder genau schauen, dieses Stäbchen, das schon besetzt ist, lassen wir frei, also da häkeln wir nichts hinein. Ins erste freie Stäbchen kommen wieder lauter Stäbchen und es ergeben sich bis zur Ecke, also inklusive Ecke, weitere 40 Stäbchen, sodass wir dann insgesamt 55 Stäbchen haben, also 2 mehr als in der Orangenreihe zuvor. Und ich mache jetzt mal bis zur Ecke und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Ecke gehäkelt, inklusive der beiden Eckstäbchen. Über die gesamte Kante sind das jetzt 55 Stäbchen, 15 hier über dem orangen Teil und 40 über dem weißen Teil, und wir häkeln unsere 2 Luftmaschen für die Ecke, wieder 2 Stäbchen in die Lücke und wir halten auch auf dieser Seite 40 Stäbchen bis zum orangen Teil und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 40 Stäbchen wieder gehäkelt. Dieses Stäbchen, das hier umhäkelt ist, das ist schon besetzt, das behäkeln wir nicht und springen jetzt wieder zum orangen Teil und da kommt wieder in jede Lücke kommen 2 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ganz wichtig, die letzte Lücke hier, da kommen zunächst 2 Stäbchen hinein und am Ende noch eines in die dritte Luftmasche dieses Ersatzstäbchens, sodass wir hier 15 Stäbchen über dem Orangen haben, 40 über dem weißen Teil und insgesamt 55 Stäbchen. Und jetzt häkeln wir wie gewohnt weiter, genauso wie vorhin, wieder Retour in Blau und ich häkle weitere 6 Reihen in Blau und ihr müsstet dann 67 Stäbchen pro Kante haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 7 Reihen in Blau gearbeitet, habe jetzt 67 Stäbchen auf beiden Seiten. Mein Teil ist jetzt ungefähr 40 x 40 cm groß. Es geht sich also für alle Größen, auch für die kleinsten, noch ein Streifen aus. Die größeren werden dann noch weitere Streifen brauchen. Und ich nehme jetzt, ihr könnt jetzt entweder wieder mit dem Grau, also mit der Farbe Nummer 1 weitermachen oder mit dem Weiß weitermachen. Ich mache mit Weiß weiter, damit ich
eine Fläche weiß so habe und eine Fläche weiß so. Aber das bleibt euch überlassen. Und ich führe wieder den Farbwechsel durch. Ihr kennt das jetzt schon. Häkle wieder 3 Luftmaschen und häkle wieder über diese blauen Reihen drüber. Ergeben sich wieder 15 Stäbchen und wir sehen uns hier beim Übergang wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beim Farbübergang angekommen. Hier habe ich 15 Stäbchen. Den Knoten habe ich schon gemacht hier hinten. Und hier ergeben sich jetzt bis zur Ecke, also inklusive der Eckstäbchen, 54 Stäbchen. Wir lassen wieder hier dieses besetzte Stäbchen aus und nehmen den ersten freien Maschenkopf und häkeln alle Stäbchen ab, inklusive Ecke, und insgesamt über die ganze Breite haben wir da 69 Stäbchen, also wieder 2 mehr als in der Vorreihe. Und wenn ihr dort angekommen seid, in der Ecke, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin in der Ecke angekommen, habe auch die 2 Eckstäbchen noch gemacht. Und wie gesagt, hier über der blauen Fläche sind 15 Stäbchen und hier 54. Und insgesamt haben wir 69. Also immer 2 mehr als in der Vorrunde. Und ich häkle die Ecke, auch die beiden Stäbchen in die Ecke, und wir müssen wieder über dem orangen Teil, bis die neue Farbe kommt, 54 Stäbchen haben. Und hier drüben beim Farbwechsel sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe hier 54 Stäbchen gehäkelt. Hier wieder gut schauen. Das Stäbchen, das schon besetzt ist, behäkeln wir nicht. Und häkeln wieder 15 Stäbchen über den blauen Teil. Zunächst in jede Lücke 2. Und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück in die letzte Lücke, wie immer. Zunächst 2 Stäbchen und dann ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und wir haben jetzt 69 Stäbchen auf beiden Seiten. Und ich häkle weitere 4 Reihen in Weiß, sodass wir also dann 5 Reihen in Weiß haben. Und die kleinsten Größen, die können zwischendurch schon einmal nachmessen. Solltet ihr die ca. 50 cm vorher erreichen, dann hört ihr vorher auf. Aber ich denke, diese 5 Reihen gehen sich für alle Größen noch aus. Und ihr müsstet dann auf beiden Seiten 77 Stäbchen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 5 Reihen in Weiß gehäkelt, habe 77 Stäbchen pro Kante. Und mein Quadrat ist jetzt ungefähr 48 x 48 cm groß. Und wenn ihr Größe 36, 38 habt, fehlt ihr da nicht mehr viel. Also wenn nicht mehr viel fehlt auf eure Größe, die Maßangaben schreibe ich euch unten hin, dann würde ich jetzt keinen Farbwechsel mehr machen, sondern die fehlenden Reihen noch in Weiß weiter häkeln. Und für alle, wo noch mehr fehlt,
werden wir noch einmal einen Farbwechsel vornehmen und dazu nehme ich wieder die Farbe Nummer 1, mit der ich begonnen habe. Und den Farbwechsel kennt ihr schon, den machen wir wie immer. Ich häkle wieder um jedes Stäbchen herum 2 Stäbchen und bei 5 Reihen ergeben sich 11 Stäbchen bis zum Farbwechsel. Bis zum Farbwechsel, dann häkeln wir, also dieses lassen wir wieder aus, das schon besetzt ist, dann häkeln wir alle blauen Stäbchen ab und wir müssten über die ganze Breite 79 Stäbchen erhalten, das heißt 68 über den blauen Teil plus 11 hier über dem weißen Teil. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 79 Stäbchen inklusive Eckstäbchen gehäkelt. Hier 11 und hier 68. Und das machen wir auf der anderen Seite genauso. Wir häkeln unsere Ecke mit 2 Luftmaschen, dann die 2 Stäbchen in die Lücke und wir erhalten wieder über den blauen Teil 68 Stäbchen und hier drüben beim Farbübergang sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe meine 68 Stäbchen gehäkelt. Dieses Stäbchen hier lassen wir wieder unbehäkelt, das ist schon besetzt. Häkeln wieder je 2 um jedes Randstäbchen herum. Und in die letzte Lücke wie immer zunächst 2 Stäbchen um das Stäbchen herum und dann noch eins in die dritte Luftmasche. Und wir haben auch hier wieder insgesamt 79, 68 plus 11. Und jetzt häkelt ihr so lange in dieser Farbe weiter, bis ihr euer Maß erreicht habt. Wie gesagt, die Maße schreibe ich euch unten hin. Wenn ihr wollt, könntet ihr dann bei größeren Größen noch einmal einen Farbwechsel machen. Ich häkle jetzt in Grau weiter, bis ich meine Größe erreicht habe. Ich habe 40, 42 und werde ungefähr 53 bis 54 cm Seitenlänge häkeln. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Mein Quadrat hat die gewünschte Größe jetzt erreicht. Ich habe hier noch 3 Reihen Grau dran gemacht. Bei euch kann das auch anders sein. Am Ende häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und das Bündchen stricke ich dran und dazu solltet ihr eine von diesen beiden Kanten nehmen, wo lauter Stäbchen sind. Ich drehe mir das Ganze so herum, das gefällt mir am besten. Hier ist also dann unten und hier ist oben und
Ich nehme eine Rundstricknadel, stricke aber nicht in Runden, sondern in Reihen. Ich nehme eine Rundstricknadel mit derselben Stärke wie die Häkelnadel, also 3,5, und nehme jetzt, also zuerst stecht ihr hier in die dritte Luftmasche ein, holt euch den Faden durch, macht einen Knoten hinein, und dann nehmt ihr die Stricknadel, stecht in dieselbe Luftmasche noch einmal ein, holt den Faden durch und holt aus jedem Stäbchen eine Masche durch. So bekommen wir pro Stäbchen eine Strickmasche, und das mache ich, bis ich bei der Ecke ankomme, und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe aus jedem Stäbchen eine Masche aufgenommen, und damit ich auf eine gerade Zahl komme, nehme ich eine noch in dieser Lücke hier auf. Ich habe jetzt 84 Maschen, und dann wende ich und stricke. Die erste mache ich immer als Randmasche, da steche ich hinten durch, hole den Faden durch, lasse die Masche von der Nadel gleiten, und dann stricke ich im Wechsel eine Masche rechts und eine Masche links, und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe alle Maschen abgestrickt im Wechsel, rechte und linke Maschen. Die vorletzte ist eine linke, und da mache ich es so, ich hole den Faden nach vorne und die letzte Masche, die Randmasche, hebe ich ab. Dann wende ich die Arbeit und mache es wieder so wie vorhin. Ich steche nach hinten durch und hole den Faden durch. So erhalten wir schöne Randmaschen, und am Ende der Reihe die Masche abheben, wie eben gezeigt. Und für die kleineren Größen würde ich das Bündchen ca. 6 cm lang machen, für die größeren Größen ein paar Zentimeter mehr. Und ich mache das jetzt ca. 6 cm, und dann zeige ich euch, wie wir locker und dehnbar abketten können. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 19 Reihen gestrickt. Das sind bei mir ca. 6 cm. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr dehnbar abketten könnt. Das Bündchen muss unbedingt dehnbar bleiben. Es muss sich auf eure halbe Hüftweite dehnen lassen, und das mache ich so. Es kommt auf zwei Dinge an. Erstens, ihr müsst locker abketten, also nicht ganz kleine Maschen machen, und das zweite ist, wir müssen die Maschen so abstricken, wie sie erscheinen, also die rechten Maschen als rechte Maschen und die linken Maschen als linke Maschen. Also unbedingt diesen Wechsel beibehalten und noch einmal locker abketten, damit das Bündchen seine Dehnbarkeit behält und ihr dann gut in den Pullover hineinschlüpfen könnt. Und ebenfalls ganz wichtig, den Wechsel zwischen links und rechts unbedingt beibehalten.
damit die Dehnbarkeit erhalten bleibt. Und so kette ich die ganze Reihe ab und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe das Bündchen locker abgekettet, sodass es sich wirklich dehnen lässt, und am Schluss mache ich es wie beim Häkeln. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und jetzt braucht ihr ein zweites völlig identisches Teil, genauso wie dieses, inklusive Bündchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe ein zweites identisches Teil angefertigt und die Teile mit der schönen Seite nach innen aufeinander gelegt. Und für den Ausschnitt, da macht ihr es am besten so. Markiert euch zuerst die Mitte ungefähr. Also mein Teil hat ja ungefähr 54 cm. Das bedeutet, bei 27 cm mache ich mir mal eine Klammer hinein. Und wir brauchen für den Ausschnitt, damit der Kopf gut durchpasst, ca. 25 bis 26 cm gesamt. Das heißt, ich messe hier von der Mitte der Klammer ungefähr 13 cm hinüber. Setze mir wieder eine Klammer, hier ebenfalls die 13 cm hinüber messen. Das ist im Moment noch ungefähr. Was wir jetzt machen ist, wir beginnen auf der Seite, wo lauter Stäbchen sind, stechen durch beide Lücken durch, holen uns den Faden durch, verknoten ihn, stechen noch einmal durch diese Lücke durch beide Teile durch, holen den Faden durch, häkeln eine Luftmasche, stechen noch einmal in dieselben Lücken ein, holen den Faden durch und häkeln eine feste Masche und häkeln jetzt Stäbchen für Stäbchen mit festen Maschen zusammen. Den Faden hinten könnt ihr gleich mit einhäkeln, und zwar bis zur Klammer, und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Klammer gehäkelt. Die können wir jetzt entfernen und häkle jetzt noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und bei mir haben sich 22 feste Maschen ergeben. Die Zahl kann bei euch auch anders sein, vor allem wenn ihr eine andere Größe gemacht habt als ich. Also diese Zahl, eure Zahl, merkt ihr euch, 22 sind es bei mir. Dann drehen wir uns das Ganze um und beginnen wieder von außen nach innen. Und hier haben wir ja, bei euch kann das auch breiter sein, hier haben wir solche Querreihen und trotzdem können wir die gleiche Anzahl an festen Maschen nehmen wie auf der anderen Seite. Für die erste Lücke zählt ihr 3, für jede weitere Stäbchenreihe jeweils 2. Das wäre also bei mir 3, 5, 7 und den Rest. Beim Rest ist es klar, da sind es Stäbchen. Also ich habe hier 7 und brauche dann noch 15 weitere, damit ich auf dieselbe Zahl komme wie auf dieser Seite.
Und hier mache ich es so, ich steche hier in das Ersatzstäbchen, in diese Luftmasche ganz am Rand ein und hier steche ich ebenfalls ganz am Rand ein. Hole den Faden durch, verknote den Faden. Steche noch einmal in dieselben Maschen durch beide Teile durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und noch einmal in dieselbe Lücke und häkle eine feste Masche und dann je 2 feste Maschen um die Stäbchen herum, um die Randstäbchen. Je 2 durch alle Reihen, die wir hier haben. Bei mir sind das jetzt 7 feste Maschen und dann noch 15 Stäbchen für Stäbchen zusammenhäkeln, sodass die Nähte auf beiden Seiten genau gleich sind. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen und den Pulli umgedreht auf die schöne Seite und ich häkle die Ärmel gleich dran. Und zwar mache ich das so, ich mache die Ärmel in weiß, das ist sozusagen meine Hauptfarbe. Es ist egal, welche Seite wir zuerst nehmen, wir haben jetzt auf beiden Seiten immer Stäbchen. Und ich mache das so, ich lege mir das jetzt so hin. Die Nähte könnt ihr schön flach ziehen. Und jetzt messe ich für die Größe 40-42 hier circa 25 cm hinunter. Für die anderen Größen schreibe ich euch die Zahlen unten hin und steche durch ein Stäbchen durch, also ungefähr bei mir 25 cm. Hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal durch dieselbe Masche durch, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen und häkle jetzt alle Stäbchen bis zur Schulternaht einfach ab. Und bei der Schulternaht sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Bei mir haben sich bis zur Schulternaht 39 Stäbchen ergeben. Das kann bei euch auch anders sein. Diese Zahl wieder merken. Dann häkle ich jetzt ein Stäbchen direkt aus der Schulternaht heraus, also wo die Schulternaht sich befindet. Und dann wieder 39, also dieselbe Zahl wie auf der anderen Seite hinunter. Und wenn ihr das gemacht habt, also einfach von dieser Masche hier wieder gleich viele Stäbchen wie auf dieser Seite. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 79 Stäbchen, 39 auf dieser Seite, 39 auf dieser Seite und eine in der Schulternaht. Und diese Zahl braucht ihr natürlich dann auch beim anderen Ärmel. Da müsst ihr nicht mehr messen. Da nehmt ihr genau dieselbe Anzahl. Ihr zählt von der Schulternaht hinunter dieselbe Anzahl Stäbchen wie auf dieser Seite. Und jetzt wenden wir die Arbeit
Und jetzt mache ich es so, ich nehme auf beiden Seiten immer ein Stäbchen ab. Am Beginn der Reihe mache ich eine Kettmasche in den zweiten Maschenkopf, also in das zweite Stäbchen, eine Kettmasche, häkle dann 3 Luftmaschen und häkle alle Stäbchen ab bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe beinahe angekommen. Hier habe ich noch ein Stäbchen und ein Ersatzstäbchen übrig. Das Stäbchen behäkle ich noch und das Ersatzstäbchen lasse ich unbehäkelt und dann wieder wenden. Und immer am Anfang der Reihe zuerst eine Kettmasche ins zweite Stäbchen häkeln, dann erst die 3 Luftmaschen und dann alle Stäbchen abhäkeln bis zum Ende der Reihe und am Ende der Reihe immer das Ersatzstäbchen unbehäkelt lassen. Auf diese Weise wird der Ärmel immer schmaler und schmaler und wir häkeln so weiter, bis der Ärmel ca. 30 cm lang ist. Sollte er zu schmal werden, häkelt ihr das letzte Stück ohne Abnahmen, also gerade hinunter, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe ca. 30 cm hinunter gehäkelt. Hier unten habe ich ca. 21 cm noch, das ist aber nicht so genau, es muss nur weit genug sein. Der Ärmel ist irgendwo hier, also für euren Arm weit genug. Bei den größeren Größen werden das ein paar Zentimeter mehr sein. Und jetzt klappe ich, also ich befinde mich jetzt auf der schönen Seite, das seht ihr hier an der Schulternaht. Und jetzt klappe ich das Ganze zusammen, so dass die Innenseite, die weniger schöne Seite, jetzt außen ist. Und ich würde mir hier an bestimmten Punkten, wo es auf jeden Fall stimmen muss, hier würde ich mir eine Klammer hineingeben, oder so eine Befestigungsklammer, auch hier beim Bündchen, damit ihr seht, wie sich das Ganze zusammenfügt. Und jetzt häkle ich das praktisch in einem durch zusammen, zumindest immer, also jetzt hier den weißen Teil mit einem weißen Faden, den grauen Teil mit einem grauen Faden und den orangen Teil mit einem orangen Faden. Ich häkle eine Luftmasche, lege die beiden Teile so übereinander und steche hier durch die 2 Stäbchen und häkle eine feste Masche, und ich häkle pro Stäbchenreihe 2 feste Maschen durch beide Teile durch, und das mache ich bis hier oben. Und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe den Ärmel, also die Ärmelnaht geschlossen, und hier oben habe ich auch noch 2 feste Maschen in diese letzte Lücke gemacht, und ich würde noch eine machen in den grauen Bereich hinein, dann eine Luftmasche, den Faden abschneiden und durchziehen und dann mit der passenden Farbe noch einmal in diese letzte Lücke einstechen, wo die feste Masche schon drin ist, den Faden durchholen, verknoten
noch einmal durchstechen in dieselbe Einstichstelle, den Faden durchholen, eine Luftmasche häkeln, den grauen Faden könnt ihr gleich mit einhäkeln und dann Masche für Masche die Seitennaht schließen. Beim Bündchen, wenn es eine andere Farbe hat, noch einmal die Farbe wechseln, genauso wie hier, und so die gesamte Seitennaht schließen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Ärmel und die Seitennaht nun fertig geschlossen. Häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt dreht ihr euch das Ganze wieder auf die schöne Seite um. Auf die schöne Seite umdrehen und dann den zweiten Ärmel und die zweite Seiten- und Ärmelnaht ganz genau gleich machen wie diese. Und dann heißt es noch Fäden vernähen und hier beim Ausschnitt schauen, dass er passt. Hier könnt ihr zur Not mit ein paar Stichen den noch kleiner machen, wenn es nötig ist. Und wenn ihr das alles gemacht habt, ist unser Baumwollshirt fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß und Freude beim Nachhäkeln dieses lässigen Shirts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.